Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Florian, aka Zyrael von cyraelpiano.de, und im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, was der sogenannte Wechselanschlag ist und wie wir den Wechselanschlag auf dem Klavier üben können, spielen können, und gleichzeitig also auch damit verbunden lernen wir in diesem Video hier eine kleine schöne Melodie und auch, wie wir auf der linken Hand ein bisschen auch ein Rhythmusgefühl trainieren können. Also alles mal zusammen in einer Übung, mehrere Aspekte, die man dann wirklich auch wiederholen und trainieren kann, um sein Klavierspiel noch weiter zu verbessern. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch und ich würde sagen, wir starten mal direkt hier ins Video rein. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was der Wechselanschlag überhaupt ist, für die, die es noch nicht wissen. Wechselanschlag bezeichnet, also im Prinzip, wenn wir hier einen Akkord haben, klassischerweise jetzt zum Beispiel den C-Dur-Akkord, dass wir den jetzt nicht gleichzeitig anschlagen, also alle Töne, sondern im Wechsel. Also den zweiten und dritten Ton des Akkordes schlagen wir zuerst an und dann den ersten Ton. Und während wir hier den ersten Ton anschlagen, gehen wir hier auch von den anderen beiden Tönen runter. Ne? Also deswegen Wechselanschlag. Wir schlagen den zweiten und dritten Ton zusammen an, im Wechsel mit dem ersten Ton des Akkordes. Das erstmal ganz grundsätzlich dazu. Das kann man jetzt erstmal anhand des C-Dur-Akkordes hier so üben. Das muss man ja vielleicht auch vor allem wenn man Anfänger ist, erstmal trainieren, ne? Dass man also Mittelfinger, Kleinfinger gleichzeitig anschlägt und den Daumen dann danach im Wechsel. Wichtig ist hierbei sauber anschlagen, ne? Mit den Fingerkuppen und auch nicht die beiden Töne so irgendwie kurz hintereinander. Das kann man mal machen, wenn es in der Melodie kann man das mal machen, ja, da gibt es Möglichkeiten, aber wenn wir jetzt hier üben, dann schön sauber beide gleichzeitig. So, und die nächste Stufe wäre es dann, dass wir das Ganze, diesen Wechselanschlag jetzt mal in einem bestimmten Muster üben. Da habe ich mir folgendes Muster überlegt. Wir starten auch bei C-Dur, allerdings hier C-Dur in der zweiten Umkehrung. Ne? Grundakkord, erste Umkehrung, zweite Umkehrung. Was Umkehrungen sind, habe ich euch hier oben mal ein Video verlinkt. Daumen liegt hier auf dem G, Mittelfinger auf dem C und der kleine Finger hier auf dem E. So, dann schlagen wir das natürlich im Wechselanschlag an. Ne? 1, 2, 3, 4 Mal. Ja? Dann kommt der nächste Akkord, das ist jetzt das Muster, und zwar ist das G-Dur. Und jetzt versuchen wir aber so wenig Bewegung wie möglich reinzubringen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir Melodien und Muster bilden. Also der Pianist ist da immer insofern faul, er versucht nicht zu große Sprünge zu machen und die Finger nicht zu sehr zu bewegen. Dann klingt das Ganze nämlich erstens deutlich besser, wenn wir nicht zu große Sprünge machen, und es ist auch für uns als Pianist einfacher und wir machen keine unnötigen Bewegungen, wo wir uns dann vielleicht verhaspeln. Deswegen schlagen wir den G-Dur-Akkord nicht so an, also erstmal hier grundsätzlich G, H und D. G-Dur-Akkord ist ein Grundakkord, sondern wir sind ja jetzt hier und jetzt können wir einfach hier diesen Wechsel machen. Ne? Die Finger liegen ja schon hier, der Daumen bleibt liegen, aber jetzt nehmen wir hier den Zeigefinger und den Ringfinger. Okay? So, und dann auch wieder natürlich im Wechselanschlag. Okay? Auch wieder 4 mal. 1, 2, 3, 4. Ja. 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Also das auch erstmal üben hier, diesen Übergang. Und wie gesagt, schön sauber den Wechselanschlag machen. Ne? Also wirklich gerne auch am Anfang langsamer. Und darauf aber achten, dass es dann schön sauber angeschlagen wird. Dann kommt der nächste Akkord, das ist A-Moll. Ja, das ist also A, C und E. Auch wieder im Wechselanschlag. Und der letzte Akkord ist dann F-Dur und hier F-Dur in der ersten Umkehrung.
Und auch hier machen wir es uns wieder leicht. Ne? Übrigens sind wir eben hier einmal hoch. Ne? Von G-Dur auf A-Moll haben wir hier einmal kurz uns bewegt. Und jetzt können wir es uns leicht machen, weil wir die Bewegung vorher schon gemacht haben. Jetzt müssen wir bloß hier den kleinen Finger auf das F legen. Ja? Ne, die anderen beiden Finger bleiben liegen, nur der kleine Finger bewegt sich hoch und dann können wir wieder von vorne anfangen. Ne? Auch hier müssen wir dann einfach, zack, Mittelfinger kann liegen bleiben, kleiner Finger geht wieder auf das E und der Daumen geht hier unten auf das G. Und dann geht es wieder von vorne los. Ne? So, das ist das ganze Muster und da kann man dann sehr, sehr schön den Wechselanschlag mal trainieren. Gerne dann auch das Haltepedal mit dazu nehmen, dann klingt das Ganze natürlich noch ein bisschen schöner. Und immer jetzt, wenn ich den Akkord wechsle, ja, da habe ich es jetzt zum Beispiel nicht ganz sauber gespielt, wie du vielleicht gemerkt hast. Na, hier habe ich jetzt also erst das C gespielt und dann das F so verzögert danach. Das soll eigentlich nicht so sein, also wirklich schön sauber anschlagen. Ne, immer wenn ich den Akkord wechsle, wollte ich sagen, gehe ich kurz vom Haltepedal runter und wieder drauf. Ne? Immer beim Wechsel des Akkords. So, jetzt habe ich es ein bisschen sauberer gespielt. Okay. Das ist also die nächste Übung, dieses Muster auf der rechten Hand zu spielen im Wechselanschlag, um hier dieses Gefühl zu kriegen, den Wechselanschlag zu trainieren. Nebenbei auch eine schöne kleine Melodie. Und jetzt kommt noch der dritte Part dieses Videos. Jetzt nehmen wir die linke Hand noch mit dazu und trainieren noch ein bisschen unser Rhythmusgefühl, indem wir dann nämlich immer den passenden Ton auf der linken Hand begleiten. Das fängt ja an mit C-Dur, G-Dur, A-Moll und F-Dur. Ja? Das erstmal grundsätzlich. Wenn du es nicht in der Oktave spielen willst, dann spiel nur die einzelnen Töne, geht auch. Ja, das kann man auch machen. Ich spiele es gerne hier in der Oktave, dann klingt es noch ein bisschen größer, aber du kannst auch gerne erstmal die einzelnen Töne. Und wenn du das soweit kannst, dann kannst du mal probieren, einen Rhythmus reinzubringen auf der linken Hand. Da kannst du dir jetzt irgendeinen Rhythmus aussuchen, der in dieses Muster hier reinpasst. Ne? Ich würde dir jetzt mal folgenden Rhythmus zeigen, du kannst aber auch dir einen eigenen Rhythmus überlegen. Ne? Aber hier, um das Ganze mal zu trainieren, zeige ich dir mal diesen Rhythmus. So. Das üben wir erstmal, ne? Eine ganze Weile. Erstmal auf der linken Hand mit diesem Rhythmus vertraut werden. Und dann spielen wir die rechte Hand mit dazu. Das ist natürlich jetzt der Schritt, der besonders schwierig und schon sehr fortgeschritten ist, nämlich also hier beide Hände so weiter zu spielen, dass wir auch hier in der linken Hand nicht rauskommen. Und du wirst merken, wenn du das erste Mal probierst, das geht mir genauso, ja, ich habe das ja schon mal ein bisschen geübt, dass du dann immer bei der linken Hand vor allem rauskommst, weil das Gehirn versucht sich immer auf eine Seite zu konzentrieren. Und das kann man sich aber angewöhnen, antrainieren, dass man trotzdem hier beides so beibehalten kann. Und man kommt dann immer mit der linken Hand natürlich raus und fängt dann an, irgendwie aus diesem Rhythmus rauszukommen, den man sich eigentlich verinnerlicht hat. Deswegen ist es wichtig, wenn du das übst oder wenn du das einstudierst, das vielleicht erstmal ganz, ganz langsam und in Zeitlupe einzustudieren, ja? Eventuell sogar noch langsamer, als ich es jetzt gemacht habe. Übrigens bin ich hier hochgegangen zum F. Ob wir hier runter oder hier hochgehen oder hier ganz runter, das ist im Prinzip egal. Ne?
Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir den Ton an der richtigen Stelle treffen. Ja, und das wäre jetzt die gesamte Übung. Also, um das nochmal zusammenzufassen, zunächst mal generell mal den Wechselanschlag sauber spielen auf einem Akkord. Das wäre Übung Nummer 1. Übung Nummer 2. Dieses Muster mal spielen, C, G, A, F. Und dann die dritte Übung, Rhythmus noch reinbringen, auf der linken Hand Begleitung reinbringen und dann beide Hände zusammenspielen. Also wirklich schön hier das Muster, was ich dir gezeigt habe, den Rhythmus auf der linken Hand beibehalten und auf der rechten Hand dieses Anschlagmuster, diesen Wechselanschlag in den jeweiligen Tönen dann auch entsprechend spielen. Ja, und wenn du das soweit dann kannst, dann hast du erstmal eine ganze Menge gelernt, wieder eine ganze Menge dir antrainiert. Ja, gleichzeitig hast du natürlich auch wieder eine schöne kleine Melodie geübt, hast das Zusammenspiel von rechter und linker Hand geübt. Also es ist wieder eine ganze Menge dabei und du weißt jetzt auch grundsätzlich, wenn du es nicht schon vorher wusstest, was also der Wechselanschlag ist und wie man den Wechselanschlag spielen kann. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch hier erstmal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat, dass euch diese Übung gefallen hat. Schreibt mir wie immer gerne euer Feedback auch in die Kommentare oder was ihr euch mal von mir wünschen würdet. Bin ich immer für alles offen und ja, wenn euch es generell gefallen hat, dann auch ein Like da lassen und ja, auch abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Also wenn ihr das Video zufällig jetzt gefunden habt bei YouTube, freue ich mich immer sehr drüber, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, dann viel Spaß mit dieser kleinen, aber sehr praktischen Übung. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in einem anderen Video auf meinem Kanal hier wieder. Wie immer, euch unendlich viel Spaß beim Klavierspielen, beim Üben. Bleibt immer schön dran, es lohnt sich. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in einem anderen Video oder auf meiner Homepage. Ihr findet die Links unten in der Videobeschreibung zu meinen Kursen. Vielleicht sehen wir uns auch da wieder. So oder so hoffe ich, dass wir uns nochmal wiedersehen. Wunderschöne Woche euch und bis dahin.